Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zu unserem Lounge von unserem Podcast. Lass uns über Filme reden. Genau, bevor es losgeht, haben wir gedacht, dass wir noch eine kleine Begrüßung aufnehmen, um hier so ein bisschen so den Rahmen zu setzen und so ein bisschen erklären, warum. Wer sind wir überhaupt? Genau, Warum wer sind machen wir das? überhaupt und warum sind wir überhaupt? Und ja, damit wollen wir doch anfangen. Und da übergebe ich das Wort doch direkt mal an diesen Mickey. Dieser Mickey, ja. Ich habe mich auch gefragt, so, was erzählt man, wie stellt man sich vor? Stellen wir uns gegenseitig Fragen oder einfach so aus dem Lameng? Keine Ahnung. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin auf jeden Fall immer schon filmaffin gewesen, filminteressiert. Schon in meiner Kindheit habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe damals schon VHS gesammelt und war so ein Videothekenkind. Da habe ich mich immer gerne aufgehalten. Ich wusste, was wo steht. Viele Gespräche an der Theke geführt. Und ja, bin damit einfach groß geworden. Und das war für mich auf jeden Fall immer ein Go-To-Place. Und ich habe dann auch irgendwie so in meinem Freundeskreis um mich herum hat sich das dann so entwickelt, dass man sich so unter Sammlern befunden hat. Und ja, dann hat sich meine Leidenschaft noch ein bisschen ausgeweitet und ich habe dann angefangen, auch noch in einem Kino zu arbeiten. In der Videothek wollte ich zuerst arbeiten, tatsächlich, aber das ging noch nicht, weil ich nicht alt genug war. Und kurz darauf habe ich dann im Kino angefangen. Und da habe ich dann auch etwas über 20 Jahre schon mit Film und allem darum herum zu tun gehabt. Mhm. Und wie sieht das bei dir aus? Ja, ach ja, beim Wort Videothek, da werde ich ganz Wehmütig. wehmütig und nostalgisch. Ja, Die gute ja. alte Videothekenzeit, die habe ich auch sehr mitgenommen auf jeden Fall. Und halt auch schon von klein an. Also ich bin auch jemand, der schon von klein an von Filmen fasziniert war. Ich erinnere mich noch, also die ersten Videothekenbesuche waren auf jeden Fall mit meinen Eltern. Mhm. Da wurden dann manchmal halt Filme für mich ausgeliehen, halt das, also damals noch ganz klassisch Zeichentrickfilme, so einer der ersten, an die ich mich erinnere, wobei ich da den Titel jetzt gar nicht mehr so parat weiß, weil dieser Disney-Film mit Excalibur, wo der dann halt auch irgendwann so diesen, Taran und der Zauberkessel, ha, meinst du? Vielleicht? das kann sein, ja. Auf jeden Fall, wenn da so eine Szene ist, wo ein Schwert aus dem Stein gezogen wird von einem Jungen, so Mhm. König Arthur-mäßig, dann war das der, da gab es auch einen Zauber, ich erinnere mich auch ganz dunkel jetzt nur dran. Ich habe da ewig auch nicht dran gedacht, bis jetzt. Auf jeden Fall wurden da auch immer Filme ausgeliehen und wurde immer ein Kinderfilm ausgeliehen und dann aber immer auch noch, meine Eltern haben sich dann auch irgendwas noch mitgenommen, was damals halt so aktuell war. Ja, früher war das ja auch so ein Familiending einfach. Videothek Absolut. war für uns einmal in der Woche, ist man dann mit Geschwister und Eltern in die Videothek und durfte sich was aussuchen. Das war für mich ein Highlight, auf jeden Fall. Definitiv, das war auch ein Happening Ja. und das ging auch lange und ich weiß noch immer, schon als ich klein war, habe ich mir dann auch so ein paar Filme habe ich schon mitbekommen, die ich damals noch nicht hätte sehen dürfen, weil unser Fernseher im Wohnzimmer, der stand so, dass wenn ich aus meinem Kinderzimmer mich in den Türrahmen gestellt habe, konnte ich halt auf den Fernseher gucken und so konnte ich klein heimlich mir dann und wann Filme angucken. Ich weiß nicht mehr alles, was ich gesehen habe, was aber hängen geblieben ist, dass irgendein Robocop-Film da mal lief. Okay. Und dabei bin ich aber auch aufgeflogen und dann ging das nicht mehr. Hast Das du sehr gefeiert? Nee, Ja. irgendwie, keine Ahnung. Ich habe nicht gehört, als da mal wer aufgestanden ist und geguckt hat. Und dann war klar so, fuck, der guckt hier immer heimliche Ja. Filme mit. Aber die Faszination für Filme ist immer geblieben. Also ich habe immer schon von klein an sehr, sehr gerne Filme geguckt. Mhm. Und das ist eigentlich auch mit der Zeit immer mehr geworden. Videothekenzeit ging ja wirklich ziemlich lange noch. Also ich weiß, das war Mhm. dann irgendwann ist man Klar. mit Freunden dahin gegangen und so weiter. Immer eine große Sache. Dann haben wir irgendwann angefangen, auch so hobbymäßig eigene kleine Sachen zu machen. Ja. Es hat mich sogar auf die Uni verschlagen, wo ich einen Studiengang studiert habe, wo es auch viel um Filme geht, also so um filmwissenschaftliche Themen. Da habe ich mich da so auch nochmal mit der Thematik beschäftigt. Und ja, so wie du dann sagtest, hat man sich dann irgendwann auch so Freundeskreise aufgebaut, wo man wirklich viele Filme geguckt hat. Mhm. Und Ja, ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. so haben wir uns dann ja auch tatsächlich. kennengelernt, ne, mit unserer Ja. Filmcrew.
wo man dann halt regelmäßig Trash-Filme geguckt hat. Oder immer noch tut. Also das ist ja immer noch ein Work in Progress. Und daraus kam halt irgendwann die Idee, beziehungsweise daraus haben wir ja irgendwann angefangen, Jolly und japanische weirde Filme zu gucken. Und die Ursprungsidee für diesen Podcast war dann auch, dass wir eigentlich nur diese Genres halt bedienen wollen. Genau. So Filme, die so abseitig sind, dass die schon einfach besprochen werden müssen und dass das aber irgendwie unser Steckenpferd war. Und ja, dann haben wir aber uns selber vorgenommen, wir sollten uns vielleicht nicht zu sehr auf ein Genre fixieren, weil es ja auch andere Sachen geben könnte, die besprechenswert sind. Genau, im Laufe der Konzipierung des Podcasts haben wir dann eigentlich gemerkt, es gibt so viele Filme, über die wir reden wollen, lass das doch möglichst allgemein halten. Das soll auch der Name des Podcasts widerspiegeln. Einfach ganz allgemein, lass uns über Filme reden. Da gab es ja auch verschiedenste Ideen, die halt so ein bisschen spezifischer waren oder so. Genau. Gewollt lustig. Jetzt sind wir also bei so einem allgemeinen Titel geblieben, der aber, finde ich, ganz gut das Konzept halt zusammenfasst. Vielleicht apropos Konzept, wie das hier laufen soll. Wir werden halt über die Filme reden mit Spoilern. Also wer die Filme spoilerfrei sehen will, sollte sich keine der Folgen anhören. Und die Aufnahmen sind immer ein One-Take. Das war auch eine Prämisse von uns, dass wir einfach Aufnahme drücken und dann einfach reden. Genau, alle also wir wollen da keine Zensur walten lassen oder sonst irgendwas verfremden oder verändern. Deswegen ist es einfach wirklich, das sind die richtigen Gespräche und so soll es dann einfach auch sein. Genau, und da werdet ihr auch merken, am Anfang ist das noch was holpriger. Wir haben jetzt, wo wir hier diese Begrüßung aufnehmen, haben wir jetzt schon 13, 14 Folgen sind jetzt schon mal produziert. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Lernkurve nach oben zeigt. Ja. Aber am Anfang ist das natürlich alles noch so ein bisschen holpriger. Wir haben auch einmal die Regel aufgestellt, dass wir während der Sendung keine Handys bzw. kein Internet nutzen, um Sachen nachzugucken. Im Laufe der Aufnahme ist diese Regel stellenweise ein bisschen aufgeweicht worden und wir nehmen uns dann doch manchmal raus, nochmal was nachzugucken, wenn es uns aktuell Ja, man kann ja nicht immer alles im Kopf haben. Genauso, und wenn es irgendwie wichtige Sachen sind, gucken wir dann doch manchmal nach. Genau, am Anfang, also diese Regel ist schon mal gefallen. Mhm. Aber diese One-Take-Regel, dass wir nichts rausschneiden, die soll bleiben, einfach, dass es halt ein normaler Gesprächsfluss ist. Genau. Und ja, dazu laden wir euch herzlich ein, uns zuzuhören. Genau. Gerne auch mitzudiskutieren über die Kommentare. Gebt uns Feedback. Genau, da freuen wir uns. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur, euch viel Spaß zu wünschen mit den ersten Folgen. Genau. Und wir werden jetzt erstmal wieder einen Film gucken. Und wir gucken uns jetzt gleich erstmal wieder einen Film an. So sieht es nämlich mal aus. Ja, wir wünschen euch viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschö.